Heute werde ich über die Ergebnisse eines Forschers namens Gottman sprechen, der mit 94%iger Genauigkeit vorhersagen kann, ob eine Beziehung von Dauer sein wird oder eben nicht. Seine Formel besteht aus 2 Teilen. Im ersten Teil geht es um die 4 Zutaten, die eine erfolglose Beziehung ausmachen, eine, die schon in der Anfangsphase in die Brüche geht. Herr Gottman und seine Frau sind also Beziehungspsychologen, die Paare erforschen und in ihrer Praxis mit ihnen arbeiten. In der Studie von 1992 konnte Gottman mit 94%iger Genauigkeit vorhersagen, welche Paare verheiratet bleiben und welche sich scheiden lassen würden. Die 4 Faktoren, die er zur Vorhersage von Scheidungen heranzog, waren Vorwürfe, Verachtung, Abwehr und Weigerung zu kommunizieren oder zu kooperieren. Ich werde Definitionen und Beispiele direkt von Gottmans Webseite geben, weil ich finde, dass wir auf diese Weise keine Missverständnisse oder ungenaue Beschreibungen dessen, was er wirklich meint, haben. Also fangen wir an mit dem ersten Faktor, Vorwürfe. Mit Vorwürfe meint er, einmal Beschwerden als fehlende Persönlichkeit des Partners zu bezeichnen oder seinem Partner negative Eigenschaftszuschreibungen zu geben. Ein Beispiel wäre, du hast vergessen, mehr Erdbeeren zu kaufen. Du denkst nur an die Sachen, die du brauchst. Du bist so egoistisch. Das zeigt uns, dass der Partner als allgemein egoistisch bezeichnet worden ist, was nicht nur eine kleine Kritik ist. Eine sinnvolle Reaktion wäre, du hast die Erdbeeren vergessen, denke bitte das nächste Mal daran. Also etwas, das ihre Persönlichkeit schützt und nicht angreift. Der zweite Faktor ist die Verachtung. Verachtung bedeutet, dass sie Aussagen machen, die aus einer Position der Macht oder Überlegenheit kommen. Wenn einer der Partner auf den anderen herabschaut und ihn mit Verachtung behandelt, ist das kein gutes Zeichen. Ein Beispiel dafür ist, dem Partner zu sagen, dass er dumm ist, was unterstellt, dass man sich für etwas Besseres hält. Die dritte Ursache ist Abwehr. Abwehr ist also eine Form des Selbstschutzes, entweder in Form von gerechter Empörung, beispielsweise, wie kannst du es wagen, so etwas über mich zu sagen, oder in Form von unschuldiger Opferhaltung, wie, ich würde so etwas nie tun. Dies ist eine Reaktion auf die Abwehr eines wahrgenommenen Angriffs. Beachten Sie das Schlüsselwort wahrgenommen, so dass jemand sagen könnte, du hast vergessen, diese Sache zu kaufen, obwohl ihr beide zusammen einkaufen wart. Oder es ist nicht meine Schuld, dass wir zu spät sind, es ist deine Schuld. Der Teil der Abwehr, den wir sehen, besteht darin, die Schuld nur auf die andere Person zu lenken. Der 4. Faktor ist die Weigerung zu kommunizieren oder zu kooperieren. Das bedeutet, dass sie sich emotional aus der Interaktion zurückziehen. Es kann etwas Konkretes sein, wie ein paar Tage zu verschwinden, oder es kann etwas Subtileres sein, wie nonverbale Anzeichen dafür, dass sie nicht zuhören oder die Gespräche ohne Interesse führen. Zeichen dafür sind, kein Augenkontakt, jemanden zu ignorieren oder ganz allgemein nicht den Eindruck zu erwecken, dass sie sich emotional an dem Gespräch beteiligen. Der 4. Faktor verursacht tatsächlich eine frühe Scheidung, also innerhalb der ersten 5 Jahre. Spätere Scheidungen werden hauptsächlich durch Wut und emotionalen Rückzug vorhergesagt. Also sind es Dinge, die sich im Laufe der Zeit akkumuliert haben müssen. Kommen wir zur zweiten Hälfte dieses Videos. Die zweite Formel für eine erfolgreiche oder erfolglose Beziehung ist die goldene Beziehungsquote, die 5:1 beträgt. Das heißt, für jede negative Interaktion, die ein Paar hat, gibt es 5 positive. Zum Beispiel, du gerätst in einen Streit mit deinem Partner, weil er das Geschirr nicht abgewaschen hat. Aber nach einer kleinen Zeit der Entspannung bringt dich dein Partner zum Lachen, du gibst ihm dann eine Umarmung, später hilft er dir bei einer Hausarbeit und so weiter. Wenn das Verhältnis der positiven Interaktion noch höher ist, desto besser die Chancen für eine glückliche Beziehung. Oft sind Paare so sehr auf die schlechten Momente und Probleme fixiert, dass sie die schönen Momente nicht zu schätzen wissen. Für die positiven Interaktionen hat Gottman einige Empfehlungen für Dinge, die sie tun können, um positiv mit ihrem Partner zu interagieren. Eine Sache, die er empfiehlt, ist, sich für den Partner zu interessieren und sein Interesse zum Ausdruck zu bringen. Zum Beispiel, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt, ihn nach seinem Tag zu fragen und wirklich zuzuhören. Etwas anderes, was man tun kann, ist Zuneigung erwidern. Das kann etwas Körperliches sein, wie eine Umarmung, oder etwas Verbales, wie ich bin froh, dass du in meinem Leben bist. Gottman empfiehlt, dem Partner zu zeigen, dass er wichtig ist. Bringen Sie ihm nach einem schlechten Tag Blumen als kleine nette Überraschung mit, oder fragen Sie ihn nach seiner Meinung zu etwas, von dem Sie wissen, dass es ihm wichtig ist. Weitere Empfehlungen sind die bewusste Wertschätzung, die Suche nach Gelegenheit für eine Einigung,
die Bestätigung des Standpunktes des Partners während eines Streits und der Versuch, den Standpunkt des Partners zu verstehen und zu akzeptieren. Denn niemand wird immer zu 100% einer Meinung sein, so dass man sich auf halbem Weg treffen kann. Auch wenn man unterschiedliche Meinungen hat, kann man ruhig auf konstruktive Weise kommunizieren. Gottman schlägt auch vor, Empathie zu üben und zu wissen, wann man sich entschuldigen muss. Wenn Sie merken, dass Sie etwas falsch gemacht haben, entschuldigen Sie sich und lassen Sie es nicht einfach unausgesprochen. Und schließlich empfiehlt Gottman, Witze zu machen, sich zu necken, sich nicht zu ernst zu nehmen und gemeinsam Spaß zu haben. Zusammenfassend ist eine erfolgreiche Beziehung in diesen 4 Zutaten gering: an Vorwürfe, Verachtung, Abwehr und Weigerung. Versuchen Sie, so viele positive Interaktionen wie möglich zu haben. Ich hoffe, diese Informationen waren hilfreich. Du kannst mir in den Kommentaren schreiben, ob du mehr von dieser Art von Videos möchtest. Also, bis zum nächsten Mal.